Deutsch lernen durch Hören. Das Verschwinden der Millionärin. In einer schicken Villa am Stadtrand lebt die wohlhabende Geschäftsfrau Isabella von Hohenberg. Sie führt ein glamouröses Leben, ist jedoch nicht glücklich. Eines Tages verschwindet Isabella spurlos. Max, der erfahrene Kriminalpolizist, kennt die Familie von Hohenberg schon seit vielen Jahren und ist überrascht von Isabellas Verschwinden. Er bietet dem Ehemann Maximilian von Hohenberg seine Hilfe an und will den Fall lösen. Er beginnt, die Villa zu durchsuchen und spricht mit den Angestellten. Doch niemand kann sich erklären, was passiert ist. Max vermutet, dass es sich nicht nur um ein einfaches Verschwinden handelt. Bei seinen Recherchen stößt Max auf ein geheimes Tagebuch, das Isabella versteckt hat. Durch die Einträge lernt Max eine andere Seite von ihr kennen. Eine einsame Frau, die sich in ihrer Ehe gefangen fühlt und nach Freiheit sucht. Max erfährt auch von einer mysteriösen Liebesaffäre, die Isabella gehabt haben soll. Er befragt Isabellas Freundeskreis und findet heraus, dass sie vor einigen Wochen mit einem dubiosen Geschäftsmann gesehen wurde. Dieser Mann ist bekannt für seine kriminellen Verbindungen. Max weiß, dass er eine Schlüsselfigur in diesem Fall sein könnte. Max überwacht die Firma des Geschäftsmannes. Er kann ihn nach einigen Tagen endlich finden und verhören. Der Mann gesteht, dass er Isabella erpresst hat. Er hat ihre Affäre entdeckt und ihr gedroht, sie öffentlich zu demütigen. Um das zu verhindern, soll Isabella ihm Geld zahlen. Doch Isabella hat sich geweigert. »Ich habe sie erpresst, aber mit der Entführung habe ich nichts zu tun«, verspricht der Geschäftsmann. Max glaubt ihm, doch nun hat er ein Problem. Er weiß noch immer nicht, wer der Entführer ist. Max geht noch einmal zur Villa und überprüft den Tatort. Beim Durchsuchen von Isabellas Zimmer findet er einen wichtigen Hinweis. Unter einem der Schränke liegt eine kleine Schlüsselkarte. Sie gehört zu einem Warenlager am Stadtrand. Max weiß aus vorherigen Fällen, dass das Warenlager häufig für kriminelle Aktivitäten genutzt wird. Zusammen mit 2 Kollegen macht er sich auf den Weg. Vorsichtig nähern sich die Polizisten dem Lager und öffnen die Tür mit der Schlüsselkarte. In dem Raum sitzt tatsächlich Isabella, gefesselt und verzweifelt. Auch der Entführer ist bei ihr. Panisch versucht er zu fliehen. Max rennt ihm sofort hinterher, während seine Kollegen Isabella befreien. In einer aufregenden Verfolgungsjagd gelingt es dem Kriminalpolizisten schließlich, den Entführer zu stellen. Auf dem Polizeirevier wird der Mann verhört. Er gesteht, dass er Isabella entführt und gefesselt hat. Die Tat ist jedoch nur ein Auftrag gewesen. Max kann nicht glauben, wer in Wahrheit hinter der Entführung steckt. Der Auftraggeber war der Ehemann von Isabella, Maximilian von Hohenberg. Er hat von der Affäre seiner Frau erfahren und wollte sich so an ihr rächen. Die Polizisten machen sich sofort auf den Weg zur Villa und verhaften Maximilian. Damit war ein weiterer komplizierter Fall gelöst.
Isabella bedankt sich herzlich bei Max und seinen Kollegen für ihre tolle Arbeit. Sie kann nicht glauben, dass ihr Mann der wahre Täter ist. Auch Max ist erschüttert, dass Maximilian so etwas getan hat. Doch aus früheren Fällen weiß er, dass sich manchmal auch hinter den glamourösesten Fassaden düstere Geheimnisse verbergen.